Wir lachen, weil wir uns wohlfühlen. Wir lachen, weil wir uns gerade auch schön finden. Ne? Gerade wenn wir jetzt Thema Make-up gehen, so ein Lachen, das ist eigentlich das größte Geschenk, was du bekommen kannst. Professionelles Make-up ist die Kunst, mit handwerklicher Präzision Schönheit noch sichtbarer zu machen. Mal auf. Ein bisschen öffnen. Dass du eben, wenn das Licht dann nachher schön auf dich leuchtet, eben ein schönes Lichtspiel hast. Linkenheim-Hochstetten, etwa 20 Kilometer nördlich von Karlsruhe. Lara kommt für ein Tages-Make-up in diesen Kosmetiksalon. Wir machen bei dir heute das Tages-Make-up. Wie besprochen, du hast dich ja schon eingecremt. Ich gucke jetzt so ein bisschen nach dem Hautzustand, was ich für einen Primer benutze und dann legen wir los. Okay. Hautkunde steht ganz am Anfang eines jeden Make-ups. Nele Dürr wurde 2022 Bundessiegerin unter den jungen Kosmetikerinnen, gewann also praktisch die deutsche Meisterschaft. Mittlerweile prüft sie selbst für die Handwerkskammer. Also wie wir bei der letzten Behandlung festgestellt haben, hast du ja eine normale Haut mit ganz, ganz leichten Unterlagerungen hier im Kinnbereich, im Stirnbereich, deine Rötungen unter dem Auge. Aber wie du siehst, die Trockenheit, wo hier Thema war, ist schon viel, viel besser geworden. Also du hast nicht mehr diese Hautschüppchen da und das ist top. Und hast du heute noch was Schönes vor? Ich gehe noch Passbilder machen. Oh. Das ist natürlich ein Anlass. Make-up ist mehr als Pinsel und Puder. Primer, der Name verrät's, kommt zuerst. Also ich tue jetzt eine Seite schminken, dass du den Unterschied siehst, was bei dir einfach auch macht. Hier mit deinen Rötungen gehe ich jetzt einmal mit dem Primer drüber, mit dem Grünen, um die einfach so ein bisschen abzudecken. Rot ist die komplementäre Farbe. Deswegen verwende ich einen grünen Primer. Und was macht der Primer überhaupt? Der tut einfach die Haut schön ebenmäßig machen, gleichmäßig machen und ist der erste Schritt für ein schönes Make-up. Jetzt tupfe ich es eben so ein bisschen ein, dass es ein bisschen intensiver wird. Aber das machen wir ja gleich mit Make-up noch mal ein bisschen mehr. Die eigentliche Farbe des Make-ups bestimmt die Foundation. Du darfst mir jetzt einmal an die Seite gucken. Ich zeige das jetzt ganz kurz. Ich nehme jetzt bewusst die falsche Farbe, die zu dunkle Farbe. Man geht hier einmal, und das ist ganz, ganz wichtig, ein bisschen, also wirklich nur so ein ganz kleines bisschen auf den Pinsel nehmen. Oder wenn es selber daheim gemacht wird, auf die Hand, ist auch okay. Und dann muss das mit dem Hals hier passen. Es muss eine Linie von der Kinnlinie zum Hals gehen. Also ich zeige dir das jetzt mal ganz kurz. Also ich nehme jetzt bewusst eine zu dunkle Farbe. Hier sieht man jetzt, dass es die falsche Farbe ist. Ne? Also die ist zu rotstichig. Also hier würde man jetzt sehen, sie hätte jetzt einen Make-up-Rand. Ganz extrem hier hinten. Ne? Und jetzt gehe ich einmal her und nehme die richtige Farbe, die wir vorher schon einfach bei den letzten Schminken, die wir gemacht haben, schon ausgesucht haben, wo sie auch schon daheim hat. Und dann gehe ich jetzt einmal hier vorne hin und dann schön einarbeiten in die Haut. Schön Kinnlinie. Dass es hier einen schönen Übergang macht zum Hals. Darfst dich einmal wieder in den Spiegel drehen. Manche prüfen die Make-up-Farbe ja gewohnheitsmäßig auf dem Handrücken. Aber was hält die Expertin davon? Eigentlich tatsächlich gar nichts, weil gerade ich spreche von Autofahrern,
Das unterschätzt man ganz gerne, weil die Autofahrer haben ihre Hände jeweils am Lenkrad. Das heißt, wenn jetzt, wie jetzt zum Beispiel jetzt im Sommer, ne, wenn die Hände am Lenkrad sind und die Sonne kommt von gerade runter, wird die Hand gebräunt, Zucker durch das Glas. Das ist einfach so, das ist eine Tatsache. Und wenn man dann in den Drogeriemarkt oder in irgendeine Parfümerie geht und sich selber sucht und hier am Handrücken guckt, natürlich, klar, der ist halt gebräunt. Ne? Und mein Gesicht ist vielleicht mit Sonnencreme eingecremt gewesen und ist jetzt nicht so braun wie meine Handrücken, dann hat man da sich die falsche Farbe ausgesucht. Und was auch immer ganz wichtig ist, was ich immer sage, gerne auch ein bisschen, ich zeige es gerade mal ganz kurz, klar, wir hören hier auf zu schminken, weil wie vorhin schon erwähnt, wir wollen mit dem Hals stimmig sein, aber wir blenden nach unten aus. Das ist ganz wichtig, dass es hier eben, falls auch bei irgendjemandem noch Unebenheiten sind, wie Unreinheiten und alles, dass da unten eben auch ein bisschen abgedeckt einfach ist. Dann trage ich jetzt einmal Concealer unter die Augen auf für die leichten Augenschatten. Beim Tages-Make-up ist eigentlich wichtig, dass man nicht zu viel macht. Ne? Also wir möchten ja einen natürlichen Make-up-Look schminken. Das heißt, wir möchten, dass die Person, die wir schminken oder die Kundin, die wir schminken, natürlich aussieht, sich wohlfühlt, aber nicht zu viel, jetzt wie beim Abend-Make-up zum Beispiel. Also da ist das Motto, weniger ist mehr. Genau. So, und was sagst du? Jetzt haben wir eine Gesichtshälfte fertig. Ist irgendwie, wo der sagt... Sieht auf jeden Fall schön glatt und ruhig aus auf der geschminkten Seite. Die ganzen roten Unreinheiten und der Unterton und die Augenschatten sind auf jeden Fall gut abgedeckt. Sieht schön ruhig und eben aus. Genau so, wie wir das haben wollen. Ne? Ja. Sehr schön. Dann machen wir weiter. Ja. So ein Lachen zu kriegen, das ist eigentlich das größte Geschenk, was du bekommen kannst. Es kommen auch Kundinnen, die natürlich ganz, ganz verzweifelt sind, Thema zum Beispiel Akne. Oder wenn sie an dem Punkt sind mit Rosacea, wo sie sagen, was ist eigentlich bei meiner Haut, gehen aber dann glücklich raus, weil wir ihnen eine Lösung schenken. Und deswegen ist es ja das Schöne, sie kommen ja zu uns, weil sie sich was Gutes tun möchten. Ich bin da einfach so ein Mensch, der einfach selbst sehr, sehr penibel und sehr, sehr genau ist. Also ich versuche immer 110% zu geben bei jeder Kundin, obwohl ich sie kenne. Wenn ich weiß, was ich nehmen muss, will ich ihr ja trotzdem Neues zeigen. Ich will ja trotzdem ihr eine Veränderung zeigen. Ich will ja nicht, dass sie denkt, sie hat wieder das Gleiche drauf. Aber klar, wenn ich eine Kundin nicht kenne, dann bin ich natürlich doppelt so genau, um die wirklich glücklich zu machen, von mir zu überzeugen. Die ziehe ich dir jetzt so ein bisschen nach. Fülle hier einfach schon so ein paar Lücken, die natürlich in der Augenbraue sind. Es ist tatsächlich so, es gibt für die allgemeine Augenbraue, für die perfekte Form eine Regel. Und zwar geht die ganz einfach, die Kundin schaut geradeaus. Man setzt hier am Nasenflügel an. Dann gehe ich von Nasenflügel gerade hoch und dann weiß ich perfekt, wo beginnt meine Augenbraue. Und alles, was man dann hier sieht, kann man dann einmal wegzupfen. Ne? Hier in der Mitte. Und dann geht man hier vom Lippenherz schräg an der Pupille entlang hoch bis zur Augenbraue. Hier ist mein höchster Punkt. Die Augenbraue geht ja 2/3 nach oben, 1/3 nach unten. Und dann geht man nochmal von Lippenherz an der Iris vorbei und hier das Ende von der Augenbraue. So kann man dann eben sagen, okay, das ist meine perfekte Augenbraue und dann klar, wie dünn möchte man sie? Möchte man sie ein bisschen natürlicher haben, möchte man sie dünner haben?
Das ist dann ganz individuell. Aktuell sind diese Augenbrauen-Liftings gerade ganz in. Da geht man dann halt her, wie ich jetzt mit meinem Bürstchen auch zum Beispiel jetzt einfach, dass ich es einfach mal zeige. Man geht wirklich so her und dann sind die Augenbrauen nach oben geliftet. Das ist tatsächlich gerade in. Ja. Es ist so, die Augenbrauen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was viele vergessen. Das ist unser Rahmen. Und wenn der nicht stimmt, wenn der falsch gezupft, falsch gefärbt, falsch gezeichnet, irgendwas ist, dann fällt es sofort auf. Entweder das Gesicht wirkt halt zu bollig oder zu asymmetrisch. Und das ist dann schon was, wo ich mir auf der Straße manchmal denke, oh, das hätte ich jetzt anders gemacht. Und oh, darf ich kurz zupfen? Berufskrankheit. Auf das Augenlid kommt zunächst ein Evergreen in Blau, der Kajal. Ich trage dir jetzt einmal einen Glitzerton auf, um das Auge noch mal so ein bisschen hervorzuheben. Weil glitzernde bzw. helle Farben heben das Auge hervor und dunkle nehmen das Auge einfach zurück oder nehmen allgemein Dinge ein bisschen zurück. Im Zickzack geht es durch die Wimpern. Die Technik hat sich bewährt. Das liftet jetzt einfach die Augen dann nochmal, beziehungsweise so ist die Auftragetechnik von der Mascara, um sie schön gleichmäßig bis in die Spitze hochzukriegen. Also wirklich schön bis hoch in die Spitze, dass wirklich die ganze Wimper Farbe bekommt. Ich sag's jetzt mal so ganz frei raus. Ich bin kein Fan von den 2-Euro-Mascaras, weil da weiß ich nicht, was ich mir aufs Gesicht mache an Wirkstoffen. Also da bin ich dann schon lieber ein Fan von ein bisschen was Teureres, wo ich weiß, okay, das ist wirklich alles so getestet, dass es das Auge verträgt, dass es nichts an den Schleimhäuten macht und alles. Da bin ich dann schon eher ein Fan davon. Dass man sagt, okay, gerade wenn man am Auge arbeitet, arbeite ich lieber mit was, wo ein bisschen höherpreisiger ist. Noch die andere Seite schminken und dann ist schon Zeit fürs Rouge. Ich trage dir das Rouge auf dem Wangenknochen auf, hoch bis zur Schläfe. Oben blenden wir dann ein bisschen aus, weil da wollen wir ja nicht zu viel Farbe haben. Wir möchten ja gerne auf der Wange bleiben. Da wollen wir unseren Fokus haben. Nie so, also nie wirklich mit dem Pinsel hergehen und Düsen hier machen, sondern wirklich ansetzen und schön raus, dass es eben gleichmäßig aussieht. Ein bisschen und dann nochmals. Es ist einfach nochmal so ein Hingucker. Ein Mensch sieht einfach, es hört sich zwar böse an, aber es ist einfach mehr lebendig. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ohne Rouge rauszugehen, würden mich viele fragen, ob ich krank wäre. Tatsächlich. Genau. Es gibt einfach ein bisschen mehr Pep. Ich trage jetzt einmal den Lip Liner auf. Ich male zuerst das Herz. Auch der Lip Liner wird verblendet. Obendrauf kommt kein Lippenstift, sondern in diesem Fall Lipgloss. Ein leichter Rosé-Ton mit so ein bisschen Glitzerpartikeln drinnen, habe ich mich jetzt bewusst dazu entschieden, weil
ich wollte einfach jetzt eben fürs ganze Rundum, was wir geschminkt haben, keinen Lippenstift benutzen, weil der mir einfach zu arg jetzt geworden wäre und wollte ihr einfach so ein bisschen so ein Highlight mit dem Lipgloss setzen. Ein bisschen öffnen. Lasst einmal zusammen machen und auf. Ein bisschen öffnen. Für dieses professionelle Make-up braucht Kosmetikerin Nele etwa eine Dreiviertelstunde. So sah Lara vorher aus, ohne Make-up. Und was sagst du? Jetzt sind wir fertig. Wie gefällt's dir? Ich finde es richtig gut, es ist richtig natürlich und alltagstauglich. Und was ist dein Highlight? Tatsächlich das Rouge. Ja? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe irgendwie gedacht, du sagst die Augen. Die auch, aber das Rouge, das macht's Das irgendwie. freut mich. Bei einem Abend-Make-up darf es gerne etwas mehr sein. Der Anlass ist meist feierlicher und das Licht immer künstlich. Sophia arbeitet zusammen mit Nele im Salon. Auch sie ist ausgebildete Kosmetikerin. Also wichtig sind mir auf jeden Fall meine Augenschatten. Und das weiß ich ja, dass die gut abgedeckt sind und dass mein Gesicht vielleicht ein bisschen schmaler wirkt. Und ansonsten Augen betonen. Also der Unterschied ist beim Abend-Make-up, dass wir stärker gehen. Also wir arbeiten mit dunkleren Farben auch gerade im Augenbereich. Ich betone die Augen jetzt mehr wie beim Tages-Make-up. Ich konturiere jetzt das Gesicht auch. Wir haben es ja mit dem Tages-Make-up mit dem Rouge nur gemacht. Und wir bringen heute auch für den Abend ein bisschen Glow mit in das Abend-Make-up mit rein. Und klar, die Lippen betonen wir mehr, wie beim Tages-Make-up. Zunächst aber kriegen gleich mal die Augenschatten ihren Concealer ab. Nele Dürr verwendet hier wieder einen Pinsel. Ein Make-up-Schwämmchen, so wie es viele in ihrem Spiegelschrank haben, kommt bei ihr wirklich nie zum Einsatz. Das ist auch eine hygienische Sache. Pinsel kann man schön reinigen, Schwämmchen nicht. Wenn man sich mal sein Beauty-Schwamm, was viele benutzen, nimmt und aufschneidet, sieht man eigentlich mal erstens, wie viel schluckt der. Das heißt, wir haben einen wahnsinnigen Produktverlust von unserem Make-up oder Concealer, was auch immer dann aufgetragen wird. Und es ist nicht hygienisch. Weil eigentlich sollte man seine Pinsel einmal die Woche reinigen, mindestens. Und das Schwämmchen, auch da, wenn man das sauber macht, denkt man, man hat alles und dann schneidet man es auf und dann sieht man eigentlich wieder noch ein bisschen, was drinnen hängt. Also von der Hygiene her macht es keinen Sinn. Manchmal muss die richtige Farbe erst gemischt werden. Diese kleine Menge reicht bei hochwertigen Produkten fürs ganze Gesicht. Der Profi weiß, genauso viel Mühe wie aufs Auftragen sollte man auch aufs Abtragen verwenden. Es muss auf jeden Fall wieder runter, auch so schön wie es ist. Es muss von der Haut weg. Bitte nicht mit einem Make-up-Tuch oder Micellenwasser. Es ist nämlich so, die reinigen nicht hundertprozentig das Gesicht ab. Man denkt, man hat alles abgenommen, hat man aber gar nicht. Also bitte unbedingt mit einer Reinigungsmilch und einem Make-up-Entferner explizit für die Augen alles abnehmen. Gerne auch mal zweimal drüber gehen, dass man wirklich alles hat. Und dann bitte mit einem Gesichtswasser, was unsere Haut wieder in den richtigen pH-Wert bringt. Die Grundierung passt. Damit das so bleibt, zeigt Nele einen Trick: die Puderbremse. Die
Die Puderbremse hilft mir jetzt gleich beim Augen-Make-up, wenn ich mit dem Lidschatten arbeite, dass falls mir ein bisschen was runterbröselt, hier unten hin, dass es das stoppt. Ne? Weil jetzt gehe ich dann nachher gleich einfach wieder mit meinem Puderpinsel her und mache das dann so schön weg. Und wenn dann Reste da wären, wären die dabei und es wird keine Striche geben. Und ich müsste jetzt nicht nochmal anfangen, mit dem Concealer, mit der Foundation nochmal zu arbeiten. Genau. Wir sehen ganz, 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 ganz leicht bei der Sophia ein kleines Schlupflid. Und ich gehe jetzt mit der Bananentechnik ran. Das heißt, ich ziehe mir jetzt eine Hilfslinie mit meinem Stift, also schon mit einem Pigment, das, was wir auch benutzen, beziehungsweise mit der Farbe, was wir benutzen, mit dem lila Ton. Und male mir jetzt wirklich eine Banane hin. Die muss auch nicht perfekt aussehen. Das ist, wie gesagt, einfach nur eine Hilfslinie. Kann sich jeder daheim auch so machen. Sie guckt mir geradeaus und dann sehe ich ganz genau, okay, ich muss jetzt einmal genau das ein bisschen schließen. Ich muss jetzt einmal hier hoch, um das ein bisschen hier auszugleichen. Muss auch nicht perfekt aussehen. Und man sieht jetzt schon, was der lila Ton, dieses Dunkle, mit dem Auge einfach macht. Es setzt das Schlupflid ein bisschen weg durch die dunkle Farbe und das Auge wird gleich größer. Guter Lidschatten kann auch mit etwas Wasser gemischt werden. Die Farbe wird so intensiver und hält länger. Jetzt verblende ich mit meinem Pigment einmal meine Banane. Und man sieht jetzt hier richtig schön, ich habe die jetzt richtig verblendet und es sieht jetzt weich aus. Und immer schön auftragen nach innen. Also wir kreisen nach innen, nie nach außen kreisen, weil sonst ist die Gefahr zu hoch, dass wir zu weit gehen. Die zweite Farbe ist ein wenig heller. Auch hier wichtig, ein weicher Übergang. Ich gehe jetzt einmal mit einem Blenderpinsel hier an diese Kante, weil wir möchten das natürlich auch schön ineinander verblenden. Und ziehe mir auch ein bisschen das Auge. So, also hier haben wir jetzt so ganz, 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 ganz leichte Pigmente vom Lidschatten eben, was runtergefallen ist. Und jetzt gehe ich einfach mit meinem Puderpinsel her und mache unsere Puderbremse weg und schwupps ist nichts mehr zu sehen von dem Pigment. Nach dem Lidstrich ist vor der Mascara. Und vor der Mascara kommt die Base. Eine Base ist unter die Mascara, wie der Primer beim Make-up ist die Mascara Base für unter die normale Mascara. Für den Laien verwirrend, aber so ist das Make-up-Gesetz. Die weiße Base sorgt für mehr Haftung, mehr Volumen, intensivere Farbe und pflegen will sie auch noch. Warum genau hast du eigentlich lila gewählt? Für deine grünen Augen, weil grüne Augen schminkt man mit lila Farben. Viele denken überhaupt nicht dran, einen lila Ton jetzt zum Beispiel, wie wir bei Sophia gemacht haben, zu schminken, weil sie einfach sich das nicht trauen. Ne? Oder halt einfach auch mal ein dunkles Grün, ein Blau, wie wir es jetzt bei der Lara geschminkt haben. Viele sind immer so in der Range, ja, mit Schwarz, mit Grau, mit Braun. Aber mal so auch mal eine Farbe eine Chance zu geben, da denken gar nicht viele dran. So, ich konturiere jetzt einmal deine Nase. Da gehe ich jetzt einmal hier neben deinen Nasenrücken und ziehe mir jetzt einmal eine Linie hier entlang.
Mit der dunklen Farbe verschwindet jetzt eben, was wir weg haben wollen. Um die Nase optisch schmaler wirken zu lassen. Und das mache ich eben jetzt gleich auch nochmal, kommt ein Highlight auf den Nasenrücken, dass wirklich der Fokus auf dem Nasenrücken liegt und auf der Spitze. Sieht man jetzt nämlich gleich richtig schön. Einmal die helle Farbe für den Nasenrücken. Also wir versuchen jetzt hier einmal den Fokus auf den Nasenrücken zu bekommen. Deswegen arbeite ich hier nämlich nochmal mit einer hellen Farbe. Jetzt kommt das Contouring im Gesicht und zwar mit der magischen 3. Ich zeichne jetzt wirklich im Gesicht eine 3 ab und da heben wir jetzt einmal den Wangenknochen hervor und nehmen damit mit den dunklen Farben eben die Wange ein bisschen zurück. Tun jetzt einmal die Kinnlinie auch schön konturieren, dass die schön rauskommt. Und ihr seht richtig hier einmal, wie ich die 3 zeichne. Helle, leuchtende Partien im Gesicht, der sogenannte Glow, ist auch ein Trick, um den Blick zu lenken. So, jetzt trage ich dir einmal den Highlighter noch auf den Wangenknochen auf, weil den wollen wir ja jetzt noch hervorheben. Und Sophia, du darfst dich einmal auch drehen, genau, weil jetzt sieht man nämlich ganz schön, was der Highlighter einmal am Wangenknochen macht. Ein wahnsinnig schöner Glow, was ja aktuell gerade sehr in ist zu haben. Das Rouge kommt ja quasi auf den Wangenknochen und der Highlighter kommt über den Wangenknochen. Und bei der Augenbraue ist er 2/3 hoch und 1/3 nach unten. Und da an dem Punkt, wo wir 2/3 nach oben gehen, setzen wir unseren Lichtpunkt und genau, da highlighten wir dann. Und auch wenn es ein Abend-Make-up wird, beim Highlighter rät die Kosmetikerin zur Zurückhaltung. Wir möchten keinen Streifen auf dem Gesicht haben, wir möchten, dass der hervorgehoben wird, aber auf einer schönen Art und Weise, dass alles stimmig aussieht, auch mit dem Rouge und mit dem Contouring. Wir haben es auch schon ganz, ganz oft gehabt, dass Mädels draußen rumgelaufen sind oder auch Frauen rumgelaufen sind, die dann eher zu arg gehighlightet waren, wo es wirklich ausgesehen hat, als ob man da jetzt quasi mit dem Flugzeug drauf landen konnte. Ich sehe Dinge einfach auch anders da, weil ich einfach auch ein geschulteres Auge habe. Ne? Ich weiß, was ich zu kaschieren habe, was die Leute vielleicht gar nicht denken würden. Ich kenne viele Techniken. Natürlich kann man das den Leuten alles beibringen. Und wir sind auch immer happy, wenn Leute sagen, sie möchten einen Workshop oder irgendwie oder das auch mal sehen. Wie mache ich das? Wie kann ich das selber machen? Bin ich immer ein Riesenfan von. Aber dann ist es Übungssache. Also jeder kann sich super schminken, wenn man es übt. Ich konnte es auch nicht von vornherein. Also ich musste selber auch üben, um auf diesem Profi-Level zu sein. Bei den Lippen zum Abend-Make-up darf es dann ein bisschen mehr sein. Erst das Lippenherz und die Kontur verblenden. Dann gibt's Lippenstift vom Pinsel. Und der bekommt sogar noch ein Gloss-Topping. Sophia nach und vor dem Make-up. Was sagst du zu deinem Make-up? Gefällt's dir? Auf jeden Fall. Gefällt mir richtig, richtig gut. Jeder hat seine eigene Handschrift und ich hätte mich tatsächlich bestimmt anders geschminkt, aber mir gefällt es mega, mega gut, vor allem die Augen. Also kann mich nicht satt sehen an meinem Spiegelbild gerade. Sehr schön, das freut mich.
Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.